willkommen zum zweiten Teil meiner Motorradreise nach Albanien. Von Orahovica fahre ich Richtung Sarajevo, dann über die Berge an die Sprungschanze Igman vorbei, nach Montenegro ins Dumito-Gebirge bis Sabljak. Es ist bewölkt und mich verfolgt eine Regenwolke. Also ab auf der gut ausgebauten M17 Richtung Sarajevo. Bei Pradina nehme ich ist das die einzige Autobahn in Bosnien, A1, die ich eine Station weiter in Tarsin schon wieder verlasse und auf die R442A abbiege. Immer wieder bekomme ich ein paar Tropfen ab, aber das ist noch zu wenig für Regenkleidung. Ein Überbleibsel der Olympischen Winterspiele 1984 ist die Sprungschanze Igman, die ich mir mal genauer anschaue. Schon krass, das zu sehen. Der Lift ist wohl noch in Betrieb. Das Gebäude sieht auch noch aus, als würde es regelmäßig benutzt. Mir hängen immer noch die Regenwolken im Nacken, also weiter. Irgendwie habe ich den Abzweig zum Hotel Igman verpasst, aber okay, will jetzt auch nicht mehr umkehren. Auf der M18 Richtung Montenegro frühstücke ich in Dvorno, in einer kleinen Kneipe am Straßenrand. Eine ältere Frau macht mir ein Frühstück mit einem leckeren bosnischen Kaffee. An der Tara-Brücke angekommen, vor 2 Jahren kam ich auf der M20 aus der Gegenrichtung gefahren, fällt mir auf, dass die Straße zur Grenze renoviert wurde. Okay, mein Teil davon, der Rest ist immer noch schlecht. Zuerst kommt der bosnische Grenzposten. Dann muss man über eine schmale Brücke mit Holzdielen über die Tara. Dann kommt in der Kurve der Abzweig nach links, den ich heute gerne fahren möchte. Hier ist aber noch Niemandsland, daher bitte erst am montenegrinischen Grenzposten einreisen. Bescheid geben, dass man dort hoch will, dann kann man problemlos drehen und hochfahren.
man nicht gerade den TED fahren will, der hier beginnt, empfehle ich doch lieber an dem Piwa Canyon entlang zu fahren, dann beim Piwa Stausee auf die P14 Richtung Dumitorgebirge abzubiegen. Hier sieht man vor lauter Bäumen wenig, leider. Ich bin wegen dem Regen auf dem asphaltierten Weg geblieben und nicht auf den geschotterten TED abgebogen. Hier sieht es wahrscheinlich besser mit der Aussicht aus. Weiter oben ist die Landschaft schon geil. Ich habe noch nie solche bucklige Hügelwiesen gesehen. Peu à peu werden die Regentropfen weniger. Ich stoße auf die P14, die vom Piwa Stausee hochkommt und ins Dumitorgebirge führt. Hier treffe ich auf die Betreiber des Camps Locos, bei denen ich schon vor 2 Jahren Käse gekauft habe. Backnang. Backnang. This is Germany near Stuttgart. Da. Natürlich darf ich wieder alles probieren und nehme wieder Käse, Tee und so weiter mit. Leider habe ich nicht so viel Platz. Alles ist aber wirklich sehr lecker. Das Dumitorgebirge, was soll ich große Worte verlieren? Es ist einfach fantastisch hier. Ich glaube, ich könnte 1000-mal hier durchfahren und ich wäre immer noch begeistert. Das Wetter hat auch Erbarmen. Was will ich denn mehr? Am 1908 Metern hohen Sedlo, zu Deutsch Sattel oder auch Prevoy Sedlo, Sattelpass oder Dumitor Sedlo, hat man eine schöne Aussicht.
Und es geht jetzt Richtung Ausgang. Kaufe in Sabiak unter anderem noch eine SIM-Karte, dann nehme ich mir ein Zimmer in Virak. Nach einem wunderbaren Frühstück mache ich mich auf den Weg nach Albanien. Zuerst auf der P5 nach Šaffnik, dann auf der R18 Passstraße nach Kolasin, weiter über die M9 nach Andrijevica, am Lavsko Jezero vorbei zur Grenzstation Vermoshkuji. An der SH20 runter bis Koplik und auf der S21 wieder hoch nach Theth. Die A18 bietet grandiose Ausblicke, teilweise eng, kurvig, bergig und wenig Verkehr. Toll! An der Grenze zu Albanien darf ich einen Bepper von mir an einem Pfosten ranmachen. Und ich unterhalte mich mit einer Motorradgruppe aus Rumänien, die auch nach Albanien einreisen, aber nach Škoda wollen. Ich bin in Albanien. Die Straßen sind auch gleich enger, kurviger. Alles scheint mir wilder.
aber dieses Gebirge ist ja geil. Ich bin hin und weg. Das ist ja wie in den Alpen. Fahre auf der SH20 und an den Rapsserpentinen hoch. Oben ist ein Aussichtspunkt, an dem auch ein Imbisswagen steht. Ich treffe wieder die rumänischen Motorradfahrer, die mir eine Cola spendieren. Ey, vielen Dank, Leute. Und ich klebe auch einen Bepper von mir an den Imbiss. Was für eine Aussicht. Das Gewässer im Hintergrund ist nicht das Meer, sondern der Scardarsko Jezero, auch Skutarisee genannt. Der ist ziemlich groß. In Koplik besorge ich mir eine SIM-Karte und biege auf die SH21 Richtung Feth ab. ...80 Kilometer in Albanien sind schon noch ein Stück. Obwohl die Straße wirklich gut ist, frisch asphaltiert. Sie schraubt sich auf den Café Etetores hoch, erst langsam, dann immer steiler und kurviger werdend. Aber diese Aussicht ist phänomenal. Das hätte ich so nicht erwartet, so monumental, so großartig. Wenn ich daran denke, dass vor kurzem diese Straße noch Offroad war, das war bestimmt hammerhart.
Kurz vor Theth biege ich zum Camping Freschia ab. Die Einfahrt ist steil, steiler als es hier aussieht. Aber was für eine Sicht. Abendessen, das obligatorische Feierabendbier und ab ins Bett. Wenn man aufwacht, sein Zelt öffnet und gleich eine solche Aussicht und ein so leckeres Frühstück genießen darf, dann ist das doch die reine Glückseligkeit. Heute ist ein Ruhetag. Das heißt, ich wandere ein bisschen Richtung Tal und genieße diese wunderbare Landschaft. Von hier aus kann man über einen Wanderweg ins benachbarte Valbonetal laufen. Geil, oder? Ich wasche noch meine Wäsche, hänge sie auf und lerne dann Thomas und Klaus kennen, die auch mit dem Motorrad unterwegs sind. Wir trinken noch gemeinsam ein paar Bierchen und unterhalten uns gut. Morgen will ich über die nicht asphaltierte Südroute weiterfahren Richtung Skoda. Na denn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ein extra Gruß geht an Thomas und Klaus, die ich auf dem Campingplatz in Theth kennenlernen durfte. Ich wünsche euch allen allzeit eine gute Fahrt. Euer Jürgen.